Das ist eigentlich mein Hauptjob, ist Hunde ausbilden, Leute ausbilden im Koppelgebrauchshundebereich. Und das ist auch so ein bisschen der Aufhänger gewesen, wo wir so ein bisschen im Alltag auch so ein bisschen damit konfrontiert werden, dass wir viele Leute haben, die sagen, ich will gar keinen jungen Hund, ich will einen ausgelernten oder einen angelernten Hund. Ich will etwas können mieten, weil ich eigentlich nur auf der Alp will, nicht das ganze Jahr einen Hund haben. Und die Leute sind auf der Suche, die landen dann zum Teil bei uns, fragen nach und haben natürlich schon herausgefunden, dass es relativ schwierig ist, einmal die Hunde zu finden. Und dann aber auch die Beurteilung und zu wissen, ist jetzt der Hund, den ich jetzt auf einem Betrieb anschaue, auch noch tauglich für auf der Alp. Das sind so Herausforderungen, wo schwierig sind. Und da probieren wir eigentlich jetzt heute mit dem Lernvideo euch ein bisschen näher zu bringen. Genau, und jetzt, bevor wir zum Video kommen, möchte man noch etwas sagen zu unserem Arbeitsblatt «Arbeitshunde in der Landwirtschaft». Also in dem Merkblatt kann man ein bisschen lesen, was für Hundearten gibt es denn überhaupt. Also eben Koppelgebrauchshunde, Treibhunde und Schäferhunde. Und auch Herdenschutzhunde, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Und wir haben uns eben für einen Koppelgebrauchshund jetzt mal entschieden, zum den vorzustellen, weil dort gibt es die sogenannte Eignungsprüfung vom SSDS dazu. Und wir haben das Gefühl, das ist so eine Prüfung, die recht gut zeigt, was ein Hund, der auf dem Betrieb mitschafft oder auf der Alp mitschafft, was der sollte mitbringen. Und so sind wir eben eigentlich auf das Thema Koppelgebrauchshunde, Kelpie, Border Collie. Ja, so sind wir auf das gekommen. Eben, jetzt würden wir euch gerne das Video zeigen, das wir aufgenommen haben und ein bisschen zusammen darüber schwätzen, wieso ist gewisses Zeug auf der Alp wichtig oder auf was solltet ihr dann achten, wenn ihr auf der Suche nach einem Hund für die Alp sind. Genau. Und was für uns jetzt relevant ist, also einfach auch um sich das ganze Video so ein bisschen einfach zu merken, es gibt für uns so 3 Punkte, wo man sagt, die wollen wir so ein bisschen sehen. Also das ist zum einen ist so ein bisschen das Thema Befehl. Also funktionieren die Befehle? Also sagt er links und der Hund geht nach links oder sagt der Mensch links und der Hund schießt nach rechts? In welcher Qualität macht der Hund Befehl? Das ist relativ einfach. Also geht er links rum, geht er rechts rum, kann er angehalten werden, läuft er vorwärts, kann man ihn wegrufen. 5 Grundbefehle. Nachher gibt es das Thema Abstand, Tempo. Da schaut man eigentlich vor allem, wie geht der Hund mit dem Schaf um. Also kann er sich zurücknehmen? Ist er anständig in dem, was er macht? Bewegt er das Schaf? Aber wie bewegt er das Schaf? Und dann gibt es ein drittes Thema, ich hätte jetzt dem gesagt, das ist ein bisschen Harmonie. Wenn man jetzt sagt, die Übung anschaut, ist so ein bisschen das Bauchgefühl, das sagt, hat es funktioniert und hat es für mich gefühlt gut funktioniert. Wir haben einen Praktiker gesucht, der uns das Video in dem Sinn oder den Parkour läuft. Also wir haben den Markus, den ihr nachher dann seht, ein Landwirt, der mit seinen Hunden an den Kühen und an den Schafen schafft. Ein Praktiker durch und durch. Und das wäre jetzt so ein Beispieltyp, der sagt, okay, ich würde meinen Hund vermieten und das Szenario würde darstellen, dass er die Prüfung läuft und uns eigentlich zeigt, was sein Hund alles kann. Und wir beurteilen, was gefällt uns jetzt gut und was haben wir das Gefühl, ja, das dürfte noch ein bisschen besser sein, um nachher können entscheiden, wer das ein Hund, den ich jetzt auf der Alp würde einsetzen. Genau. Und dann vielleicht kurz zum Aufbau von dieser Prüfung. Also wir haben auch aus der Vogelperspektive gefilmt. Man sieht rechts oben ein Netz, wo die Schafe reinkommen. Das ist wie ein Pferch oder eben ein Nachtpferch auf der Alp. Und dann haben wir eine Slalomstrecke mit diesen verschiedenen Pföstchen aufgestellt. Der Sinn dahinter ist, dass man das soll wie einen Weidwechsel simulieren. Also der Mensch, der Schäfer, die Hirtin läuft voraus und der Hund treibt eigentlich selbstständig die Schafe hinterher. Und dann rechts unten im Bild haben wir noch einen Engpass oder eben ein Klauenbad, weil ja, auch auf der Alp eben kann es sehr praktisch sein, wenn man einen Hund hat, der einem helfen kann, die Hunde durch die Schafe durch einen Engpass durchzutreiben. Und eben, das so kurz zum Aufbau. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zur ersten Übung. Da wäre das eben das Auspferchen. Ihr könnt euch vorstellen, ihr kommt am Morgen auf der Alp an den Nachtpferch an, wollt die Schafe rauslassen und dann eben würdet ihr eigentlich den Pferch aufmachen, einen Hund nach hinten schicken und der Hund sollte dann die Schafe
aus dem Pferd rauszubringen. Also. Gut, und wir schauen jetzt immer so ein bisschen aus dem Auge von der Person, die den Hund mieten will, was der Hund alles kann. Und das heisst, wir müssen in dem Sinne unser Augenmerk darauf legen, um zu schauen, harmonieren die zwei Typen miteinander, also der Hund und der Mensch. Wie gehen die mit den Schöfen um? Ist das eine anständige Arbeit? Jetzt haben wir gesehen, der Markus hat seinen Hund geschickt, macht das Tor auf. Der Hund läuft grosszügig hinten einen Bogen fertig und ihr seht, dass die Schöfe eigentlich schon auf den Hund reagieren. Der Hund dürfte das Mühe besser hinter den Kreis auslaufen. Der merkt aber, das ist ein 4,5-jähriger Hund, der merkt natürlich, dass er hinter dem Netz weniger Wirkung hat, schleicht es ein bisschen an, ist aber jetzt in dem Sinne vertretbar, weil er läuft schön ruhig an. Und der Markus läuft jetzt so vor, dass der Hund die Schafe am Menschen noch balanciert, so dass er nachher das Tor wieder gut schliessen kann. Also eigentlich Stall verloren, Türe nachher wieder geschlossen. Genau, und da vielleicht noch zum dazu zu sagen, also da ist jetzt der Hund außerhalb vom Netz gelaufen, aber je nach Pferchgröße kann man natürlich auch einen Hund im Pferd dann reinnehmen und innerhalb vom Pferd durchschicken. Der muss ja nicht draußen bleiben. Ich habe es ja bevor schon gesagt, die nächste Übung ist das Hinterhertreiben. Das ist wie bei einem Weidwechsel daheim sein oder eben auf der Alp auch ein Sektorenwechsel oder ein Wechsel aus der Umtriebsweide. Und was wir da sehen, ist, dass der Hund eigentlich möglichst selbstständig dem Schöfer oder der Hirtin die Schafe hinterhertreibt. Gut, das ist auch so ein bisschen die Übung, wo sich eigentlich die meisten Schöfer und auch Tierhalter vorstellen vom Border Collie. Das ist ein bisschen das, was man gefühlt am meisten braucht. Man will zügeln, läuft voraus und der Hund tut hinten nachbesseln sozusagen und schaut, dass eigentlich nichts verloren geht. Sollte aber auch schauen, dass nicht einfach alles durch den Mensch davon segelt. Also man sieht jetzt relativ gut mit dem Riesenslalom, wo da gelaufen wird, es gibt eine gerade Komponente. Jetzt läuft genau. Genau, jetzt hat der Hund nicht so eine schöne Flanke gemacht. Aber der Mensch läuft eigentlich gerade vorne quer übers Feld aus. Der Hund tut hinten an balancieren und irgendwann kommt eine Kurve. Und dort wird man eigentlich sehen, dass der Hund in der Kurve wieder so ein bisschen Raum greift und die Schafe während der Kurve in Ruhe lässt, weil der Hund hat während der Kurve auch ein bisschen höheres Grundtempo. Also der Mensch geht wieder nach rechts jetzt, läuft zwischen die zwei Pföhle ab. Die Pföhle sind eigentlich mehr so eine Orientierungshilfe. Der Hund gleicht nach links aus und schaut nachher, dass die Schöfe wieder am Menschen hinanlaufen. Also da, genau, jetzt geht er raus. Er hätte ein bisschen weit draussen laufen genau. können. Ja. Aber das spielt halt immer auch ein bisschen eine Rolle, wie viele Schafe haben wir jetzt da? Also sind da nur 4 Schafe oder sind denn da 500 Schafe oder noch mehr? Da muss man dann auch so ein bisschen abwägen, ist jetzt da einfach ein bisschen eng, weil der Hund sich gewöhnt ist, zum immer eng gehen, oder ist er eng und bleibt in jeder Kurve auch noch in der Wolle hängen oder nicht. Also das ist eben so ein bisschen da, wo man sagt, ist es anständig, ist es harmonisch, passt es zu der Situation. Dann die nächste Übung, die wir sehen, ist das Stabilisieren. In dieser Übung geht es darum, dass alle 3, eben Hund, Schafe, Hundeführer, zuerst mal stehen bleiben und dort eben die Schafe stabilisieren. Und dann wird man sehen, dass Hundeführer und Hund können Position wechseln, ohne dass die Schafe groß bewegt werden. Genau. Klingt relativ einfach. Da sieht man jetzt halt dann relativ schnell, ob ein Hund eine gute Flanke hat oder nicht. Also der Hund, der jedes Mal in der Kurve so ein bisschen reinzieht, wird da Mühe haben, um die Schafe eben ruhig zu behalten. Und da sehen wir jetzt aber ein recht schönes Beispiel. Die Schafe sind stabilisiert. Der Mensch fängt an, seine Kurve zu laufen. Der hat natürlich ein Mühe länger wie der Hund. Der Hund merkt irgendwann, dass der Mensch kommt, drückt sich eigentlich so weg vom Mensch und gleicht den Balancepunkt aus. Also der Hund geht auf die Gegenseite, haltet wieder an. Hundeführer schaut, dass die ganze Geschichte wieder so ein bisschen ruhig bleibt. Und dann ist eigentlich Stabilisieren mit Seitenwechsel, kann man so sagen, beendet. Ja. Die nächste Übung, die wir haben, ist das Wegtreiben. Da werden wir sehen, dass ein Hund kann von der Hirtin wegtreiben und er sollte eben auch ein Rechts und ein Links können.
Genau, also klingt relativ einfach, ist aber bei vielen Hunden nicht ganz so gut ausprägt wie das Zügeln, weil man halt eben das Zügeln viel öfter macht wie ein sauberes Treiben. Ist auch nicht die Grundvoraussetzung, dass jeder Hund da in Perfektion macht. Aber man sieht natürlich da wieder auch das Thema Befehl. Oder nimmt der Hund Sachen an, glaubt er das? Also der Hund ist jetzt leicht auf der rechten Seite von der Schöf, muss jetzt nachher wieder in Richtung Hundeführer eine Linksflanke machen. Hat jetzt das sehr schön umgesetzt. Jetzt sehen wir, jetzt treibt er die Schafe zeitlich ein bisschen weg und wir wollen eigentlich, dass die noch ein bisschen weiter hinten gehen. Und jetzt haben wir ganz kurz gesehen, dass alles so ein bisschen aufgestoppen ist. Das heisst, der Hund hat jetzt eine Linksflanke gemacht, aber qualitativ nicht ganz so schön, wie sie könnte sein. Auch nicht eine Tragik, wenn wir jetzt da nachher in der Alpsituation anschauen. Genau. Wichtig ist, dass es funktioniert. Und da ist natürlich so, je führiger ein Hund da ist, desto besser wechselt er natürlich auch nachher die Hand. Also man kann ihn schneller führen, weil er gut ausgebildet ist. Er versteht seine Grundbefehle gut. Jetzt sieht man, jetzt ist er extrem schön auf der Spur. Die Schafe laufen, sie laufen aber auch, weil der Hund wirklich hinten dran das Ganze beeinflusst. Jetzt haben wir gesehen, der Hund macht eine Rechtsflanke, die Schafe kippen in dem Sinn gerade als Reaktion nach links weg. Das Gleiche auf dieser Seite, der Hund geht schön auf links über. Er lässt sich steuern und er lässt sich aber auch stoppen. Das ist in dem Sinne das Relevante. Ja. Okay, also Ziel erreicht, oder? Man sagt da mal so 30 bis 50 Meter, wird man sehen. Kann man den Hund schicken und stoppen, ohne dass er einfach dann gerade hinterher geht und die Schafe nur einfach bringen will. Das ist dann das, was man auf der Alp auch nicht zwingend gern hat. Genau. Mal, dann kommen wir eigentlich zur vielleicht wichtigsten Übung für die Alp. Das ist eben das Schaf einholen. Da braucht man dann ja eigentlich sehr viel. Eben, es sind dann auch unterschiedliche Gruppengrößen, wo man dann einholt. Aber gerade eben so ein Koppelgebrauchshund ist halt super, wenn man kleinere Gruppen einsammeln. Und das Einholen besteht aus 3 Elementen eigentlich. Genau, also du redest jetzt eigentlich mit diesen 3 Komponenten schon von einholen, übernehmen, bringen. Und wir schauen jetzt eigentlich in dieser Sequenz mal an, wie sieht das Einholen, das Auslaufen aus. Wir sehen eigentlich schon vorher, der Hund schickt, ob der Hund nach rechts oder nach links geht. Also der Hund ist auf der rechten Seite vom Mensch, wird somit auch nach rechts geschickt und macht im Optimalfall eine Birrenform um die Schafe herum und schaut möglichst weit zu sein, hinten dran vor allem. Also es ist eigentlich auch so ein bisschen aus Fairnessgründen zu den Schafen fast mega wichtig, dass der Hund so weit hinten ankommt, also nicht übertrieben weit, aber so weit hinten ankommt, dass die Schafe sehen, dass er kommt und Zeit haben, um sich auf das vorzubereiten. Und der Hund, der halt extrem gerade und schnell kommt, der kann in dem Sinn die Sache extrem schnell aufwirbeln, also er hat vielleicht schneller Bewegung drauf. Aber es ist ein bisschen unberechenbarer. Und das ist dann das, was man eigentlich im steilen Gelände nicht so will. Jetzt hat der Hund eingeholt. Die Übernahme haben wir auch gesehen. Die war eben sehr gut gewesen. Und jetzt sind wir eigentlich im Teil Bringen zum Hundeführer. Und was dann oft kann helfen, ist, dass man sie einfach bremst. Also da sind wir dann wieder beim Thema Abstand und Tempo. Es ist eigentlich sehr gut, wenn man einen Hund hat, wo man am Berg auch einfach kann sagen langsam. Und dann manchmal suchen sie selbst mit der Show auf einem guten Weg, aber sind einfach ein bisschen übereifrig. Und dann kannst du ihm oder ihr halt sagen, hey, mach langsam, grundsätzlich bist du auf einem guten Weg, jetzt musst du einfach der Show ein bisschen Zeit geben. Genau, da sieht man jetzt auch in dem Bringen von dem Team extrem gut. Es ist eine leichte Terrasse, es geht leicht aufwärts, da sieht man jetzt nicht ganz gut. Also der Hund muss doch ein bisschen schieben, aber sobald der Hundeführer sieht, dass das Schaf gut in seine Richtung laufen, kommt in den meisten Fällen in dem Sinne ein Befehl, eine Hilfe, wo man sagt, hey, mach langsam. Jetzt seht ihr, der Hund läuft extrem schön ruhig hinein und schaut, dass er eigentlich die Truppe Schöfe vorwärts bringt zum Mensch, ohne dass sie gross aufgewirbelt wird. So, jetzt haben wir das Aufwirbeln mal wieder schnell. Eine ganz kleine Flanke, ein bisschen in die Spitze geführt, nicht wahnsinnig schön draussen. Aber jetzt haben wir auch gesehen, das hat jetzt geholfen, um die Schöfe gut zu bewegen. Müsste einfach nicht immer so sein. Genau. Die vorletzte Übung in der Eignungsprüfung ist der Engpass. Da wollen wir sehen, dass Hundeführer können an Engpass anlaufen, eben an dieser trichterförmigen Formation. Und dass die 2 können zusammen die Schafe dort schaffen, ohne dass jetzt groß Stress ausbricht.
Also, da kommt halt auch ein bisschen darauf an, kennt Joff die Engpass-Geschichte schon oder nicht. Das ist je nachdem halt dann auch ein bisschen tricky, wenn es Joff gar nicht kennt. Je weniger das es kennt, desto vorsichtiger muss man sich annähern. Dass halt wirklich der Anfang von der Gruppe wirklich dort reinläuft. Oder? Also sie müssen das ein bisschen sehen, um was es geht. Das heisst, Zeit, also alles ein bisschen ruhig halten. Mensch und Hund sichern das ein bisschen je eine Seite ab. Und sobald man mal sieht, dass die Schafs schön laufen, schauen, dass der Hund nicht zu fest reinpfuscht. Der grösste Fehler, den man hier eigentlich machen kann, sobald die Schäfe laufen, den Hund hinten voll in die Trichter reinlassen, dass die Schäfe hinten zu viel Druck verspüren und eigentlich nachher wieder hinten rauspurzeln in dem Sinn. Also, da sehen wir jetzt hier recht gut. Der Markus schaut, dass es vorne ein bisschen Luft gibt, lässt nachschieben, geht mit dem vordersten Tier wieder so ein bisschen mit, löst den Pfropf aus dem Engpass raus und gibt somit wieder Luft, dass die Schäfe nachlaufen können. Und was wir jetzt sehen, ist ein Hund, der viel rumliegt. Da kann man sagen, ja super, jetzt macht der Mensch die ganze Arbeit. Aber es ist ja auch nicht zwingend die Aufgabe, dass der Hund jetzt einfach gerade müde ist nach dieser Übung. Das heisst, wenn man ihn mal liegen lassen. Und für uns zum Beurteilen von der Qualität ist es natürlich auch ein Zeichen, dass man sehen, der Markus kann sich auf die Schäfe konzentrieren und der Hund bleibt trotzdem gut im Platz. Ja, und ich finde eben auch, die Übung ist halt super so gesehen, auch wenn, wie du sagst, der Hund liegt zwar viel, aber du siehst eben doch recht gut, kann er seinen Befehl, kann er bleiben, kann er einfach ein bisschen führen kommen, zum Nachschieben. Genau, jetzt kommen wir ans Ende der Prüfung. Da ist eben das Einpferchen. Jetzt, wenn wir sehen, dass die Hirtin kann ein Netz aufmachen und den Hund dann losschicken, um die Schafe zu holen und die dann eigentlich, wie wir schon jetzt mehrmals gesagt haben, in gutem Tempo reinbringen. Die Hirtin schließt dann das Netz wieder und dann ist der Tag beendet und genau, und die Arbeit ist gemacht. Gut, schauen wir das mal wieder als Video an. Also man sieht jetzt auch hier, der Hundeführer hat seinen Hund platziert, die Schafe bleiben ruhig stabilisiert. Das ist eben auch schon eine Kunst, obwohl es einfach aussieht, oder? Dass alles am rechten Ort steht, dass nicht die Schafe jetzt schon bei ihm kleben. Der Hundeführer hat genug Zeit, um das Netz aufzumachen. Bei einer grossen Herde würde man jetzt halt nochmal ein Pföhle mehr mitnehmen. Tut sich schön vorbereitet, tut auch seinen Hund auf die richtige Seite. Also er nimmt jetzt den Hund schön nach links über, gibt dem Hund wieder einen Linksbefehl. Und sobald die Schafe anfangen, richtig Durchgang laufen, nimmt man das Tempo wieder raus. Jetzt merken die Schafe, wo der Hund ist, laufen weg vom Hund Richtung Mensch und der Hundeführer schaut jetzt schauen, dass die Schafe möglichst gleichmäßig nachher wieder in die Pferde hineinlaufen. Das sieht jetzt sehr harmonisch aus, oder? Also da sieht man, der Hund macht, was der Mensch sagt. Die helfen einander und es funktioniert und sieht so aus, wie wenn man das nicht das erste Mal gemacht hätte. Okay, also da wäre jetzt so ein Ablauf von einer sogenannten eben Eignungsprüfung. Und man hat jetzt auch gesehen, wenn man jetzt einen Hund beurteilen will, es braucht eigentlich nicht viel. Wir haben jetzt hier aufgestellt ein Netz, ein paar Gatter für einen Engpass und ein paar Pföhle als Richtung, dass man ein bisschen sieht, was für Kurven das man hier machen kann. Und dann hat man in relativ kurzer Zeit schon mal einen Hund können beurteilen und hat so einen ersten Eindruck bekommen, ob das Ganze könnte funktionieren oder nicht. Genau, und was du eben auch gesagt hast, also das sind Elemente, die man bräuchte zum Aufstellen und eben wichtig zum Achten ist halt eigentlich, kann er seinen Befehl, eben kann er links, rechts, vorwärts und Stopp und zurückkommen. Das wären so die 5. Eben wie ist es so mit Abstand und Tempo? Hat er ein bisschen Schafgefühl, kann er sich einstellen, wie schnell darf er sein, wie weit weg muss er stehen. Und eben, er sollte einfach ein gutes Gefühl haben, wenn er dem Hund und seiner Führerin zuschauen. Ihr solltet euch vorstellen, dass ihr eben einen harmonischen Sommer könnt haben und dann nicht immer mega dranbleiben, um den Hund zu kontrollieren. Ich denke, das ist so das, was wir euch wollen oder gerne mitgeben würden.